In diesem Video lernt ihr die allergrundlegendsten Dinge über Gasnetze und wie man sie mit PandaPipes simuliert. Die Folien sind im Rahmen einer Vorlesung entstanden, die im Wintersemester 23/24 an der TU Berlin stattgefunden hat. Damit also jetzt viel Spaß! Die Vorlesung beinhaltet 4 Einheiten, in denen ein Überblick über die Gasnetzinfrastruktur vermittelt wird, sodass ihr dann genug Wissen habt, um eine Gasnetzsimulation mit PandaPipes durchführen zu können. Methodisch werden da zuerst mal technisch, physikalische und wirtschaftliche Grundlagen angerissen und dann ein Anwendungsfall mit PandaPipes implementiert. Es gab 4 Termine. Im ersten Termin eine Einführung und Übersicht über die Gasnetze. Im zweiten Termin ging es nochmal um IDEs und das PandaPipes Minimalbeispiel. Der dritte Termin, da ging es dann eben schon um den Anwendungsfall, Spezifikation und Datengrundlage. Und im vierten Termin wurde dieser dann auch umgesetzt und in PandaPipes implementiert. In diesem Video geht es allerdings nur um den ersten Termin, Einführung und Übersicht Gasnetze. Wenn euch aber das PandaPipes Minimalbeispiel interessiert, dann könnt ihr auch gerne in dem Video PandaPipes erste Schritte, los geht's gucken, da wird das nochmal ausführlich beschrieben. Fangen wir mal mit der Frage an, was man von Gasnetzen eigentlich im Alltag sehen kann. Bei Stromnetzen sehen wir ja häufig ganz unterschiedliche Strommasten und Stromkabel. Bei Gasnetzen ist das natürlich nicht so. Die Rohre sind unter der Erde verlegt, hauptsächlich, zumindest in Deutschland. Aber kennt ihr dieses Schild hier? Genau, überall wo Gasnetze verlegt sind, stehen diese Schilder und geben Auskunft über Art und Lage von Gasnetzelementen. Betrachten wir mal die einzelnen Symbole der Beschilderung, dann können wir folgende 7 Elemente unterscheiden. Als erstes, das ist hier nicht so gut zu sehen, gibt es oben auf dem Schild Informationen vom Gasversorger zur Leitung selber. Zum Beispiel ist da manchmal die Betriebsdruckangaben oder Durchmesserangaben oder spezifische Angaben zum betreffenden Bauteil halt. Als zweites sehen wir die Kurzbezeichnung der eingebauten Armatur. In dem Fall hier haben wir einen Schieber. Als drittes auf der rechten Seite seht ihr eine Nummerierung der Armatur oder auch manchmal der Innendurchmesser der Leitung. Das vierte ist eine Ortsangabe, wo sich die Armatur befindet. Hier bei Nummer 4 gemessen in Metern links von dem Schild. Die Ortsangabe geht dann noch weiter, nämlich hier gemessen in Metern rechts von dem Schild. Und zu guter Letzt Nummer 6, das ist auch eine Ortsangabe, wo sich die Armatur befindet, nämlich gemessen in Metern vor dem Schild. Wenn ein Minuszeichen vor der Zahl steht, dann hinter dem Schild. Das letzte, was hier auch nicht so ganz zu sehen ist auf dieser Art des Schildes, gibt es Angaben zum Betreiber des betreffenden Gasversorgungsnetzes. Manchmal stehen da Telefonnummern, damit Störungen gemeldet werden können. Schaut einmal selbst in eurer Umgebung, wo es solche Schilder gibt und was da alles draufsteht. Dann wisst ihr schon mal mehr über die Gasnetze in eurer Gegend. Hier sehen wir einmal einen großen Teil des deutschen Gasnetzes. Doch was gehört nun eigentlich alles zur Gasnetzinfrastruktur dazu? Naja, als erstes mal die Rohre oder die Rohrleitungssysteme. Diese transportieren Erdgas von den Erdgasvorkommen über Hoch-, Mittel- und Niederdruck bis zu den Verbrauchern. Des Weiteren gehören die Gasdruckregelanlagen und Messanlagen dazu. Diese sorgen dafür, dass vom Hochdruck in den Mitteldruck bis in den Niederdruck der Gasdruck angepasst wird. Und ein weiterer Teil sind die Verdichter. Wozu braucht man jetzt Verdichter? Naja, das Gas bewegt sich durch Rohre und die Moleküle haben Reibungsverluste, zum Beispiel an den Rohrwänden, aber auch innerhalb des Gases. Und das vermindert den Druck. Den Druck von 220 bar im Ferntransport zum Beispiel muss man aber aufrechterhalten. Und dafür sind die Verdichter da. Die stehen dann alle 100 bis 400 Kilometer und passen auf, dass der Druck nicht unter 220 bar fällt. Das ist nämlich ein ganz schön höher Druck, wenn man sich vorstellt, dass derselbe Druck im Meer zum Beispiel bei 2200 Meter Tiefe herrscht. Als weitere Vorstellung könnt ihr euch vorstellen, dass die Fließgeschwindigkeit etwa 20 Stundenkilometer ist. Das heißt, so ein Gasmolekül braucht von Sibirien bis Deutschland etwa eine ganze Woche.
Ein weiterer Teil des Gasnetzes sind die Erdgasspeicher. Hier gibt es zwei verschiedene. Einmal die Porenspeicher, die bestehen aus Kalk oder Sandstein und darüber liegende gasundurchlässige Schichten. Da wird dann Erdgas in Speicher verpresst. Die sind hauptsächlich für saisonale Schwankungen da. Das bedeutet, dass einmal im Jahr das Gas und einmal im Jahr das Gas ausgespeichert wird. Im Gegensatz zu Kavernenspeicher, die sind nämlich existierende Hohlräume wie Salzstöcke. Die Kapazität, also die Größe der Speicher, ist kleiner, aber das Ein- und Ausspeichern geht schneller, sodass wir hier öfter auch kurzfristige Schwankungen ausgleichen können und damit mehrmals im Jahr Gas und wieder ausspeichern können. Die Gasnetze, vor allem die Transportnetze, werden von Fernleitungsnetzbetreibern betrieben. Hier könnt ihr einmal nachlesen, welche es in Deutschland gibt. Kommen wir nun zu ein paar Zahlen der Gasnetzinfrastrukturen in Deutschland. Die Länge des Gasnetzes liegt zum Beispiel bei etwa 50.000 Kilometer Hochdruckleitungsnetze und 500.000 Kilometer Verteilnetze. Ungefähr deswegen, weil wenn man sich die Zahlen beim BMWK anguckt, stehen da 40.000 Kilometer Hochdruckleitungen und 555.000 Kilometer Verteilnetze. Also auch wenn man es nicht so auf den Kilometer genau sagen kann, wird doch die Dimension hier recht deutlich. Dann die Erzeugung. Wir haben eigentlich keine oder kaum Erdgasvorkommen in Deutschland und die wir haben, sinken in ihrer Ausbeute jedes Jahr. Das meiste des Gases wird importiert. Zum Beispiel in 2023 968 Terawattstunden, vornehmlich aus Norwegen, Niederlande und Belgien. Dieses Gas wird natürlich verbraucht. Zum Beispiel 810.412 Gigawattstunden in 2023. Das waren 5% weniger als letztes Jahr. Auf der rechten Seite sieht man mal die Verbrauchertypen. Zunächst verbraucht am meisten die Industrie, hier in Rot. Dann aber auch unten in Grau die Haushalte mit 31%. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen in Orange benötigen 12% des Gases, genauso wie die Stromproduktion in den Gaskraftwerken. Die Fernwärme mit 7% ist eher ein kleinerer Anteil und der Verkehr ist eigentlich verschwindend gering mit 1% Verbrauch. Zum Verbrauch zählen natürlich auch die Exporte. 187 Terawattstunden zum Beispiel in 2023 und dort vor allem Richtung Tschechien, Niederlande und Österreich. Dann haben wir noch die Speicher. Wir haben 47 Untertagespeicher mit 64,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Das sind so ungefähr 230 Terawattstunden im Arbeitsgasvolumen. Damit kann man 25% der in 2018 verbrauchten Gasmenge in Deutschland einspeichern. Man sieht daher deutlich, dass Gasspeicher wichtig für unsere Versorgungssicherheit sind. Zu guter Letzt noch ein Überblick über die ganzen Player in diesem Gebiet. Wir haben zum Beispiel 1026 Gaslieferanten, 7, die Erdgasförderung betreiben und 31 Gasspeicherbetreiber. Das ist der Stand von Dezember 2023. Jetzt ging das hier so ein bisschen durcheinander mit Terawatt und Gigawatt und Milliarden und so weiter. Schaut doch nochmal nach, wie man was in was umrechnet. Wenn euch die aktuelle Lage in Deutschland zur Gasversorgung interessiert, empfehle ich euch die Dienste der Bundesnetzagentur. Hier kann man jeweils für heute und die vergangenen Monate und Jahre sehen, wie der Verbrauch, die Erzeugung und Import, aber auch die Speicherfüllstände aussehen. Hier zum Beispiel, im Speicherdiagramm, sieht man den Zeitraum von April bis Februar. Hier ist deutlich zu erkennen, dass der Speicher saisonal genutzt wird oder die meisten Speicher. Die Speicher werden immer voller bis etwa November und dann im Winter wieder entleert. Beim Verbrauch sieht man auch, warum das so ist. Wieder eine saisonale Abhängigkeit. Viel Verbrauch im Winter von November an und im Februar, März sinkt dann der Bedarf wieder bis zu einem Tiefstand im August. Das korreliert, wie man hier sieht, mit der orangenen gestrichelten Linie. Das ist nämlich die Temperatur. Also der Gasverbrauch ist hochgradig temperaturabhängig. Kommen wir nun zum Import. Hier ist gut zu erkennen, aus welchem Land wir gerade Erdgas importieren. Der Gesamtbedarf der Gesamtimport ist in Orange dargestellt. Blau ist zum Beispiel dann Erdgas aus Norwegen, Grün aus Belgien und so weiter.
Besonders spannend ist die graue Linie, stellvertretend für das Gas aus Russland. Hier sieht man ganz deutlich den Rückgang auf Null in der ersten Jahreshälfte von 2022. Die Gasnetze hören natürlich nicht an der deutschen Grenze auf, sondern werden immer weitergeführt und durchziehen so ganz Europa und gehen sogar hier noch weiter, wie man auf der Karte der N2G sehen kann. Dort unter dem Link hier könnt ihr auch noch mehr Informationen bekommen. Genau wie die Bundesnetzagentur für Deutschland zeigt hier die GIE, die Gas Infrastructure Europe, eine Liste mit Gasspeichern auf und deren Füllstände. Auch hier wieder spannend zu sehen, wie die derzeitige politische Lage diese beeinflusst. Die roten Kästchen hier zeigen zum Beispiel an, dass die Gasspeicher in der Ukraine gerade ziemlich leer sind. Schaut euch die Seiten in Ruhe an, wenn ihr hier Interesse habt und mehr von der europäischen Gasnetzinfrastruktur wissen wollt. Im Kontext der Gasnetzsimulation mit Panda-Pipes wollen wir uns nun eher Richtung regionale Erdgasverteilnetze orientieren. Was meint ihr? Wie viele Gasverteilnetzbetreiber gibt es in Deutschland? 30? 100? Nein, es gibt über 700 Gasverteilnetzbetreiber. Diese versorgen über 31,55 Millionen Personen in Deutschland mit Gas. Hier seht ihr an den Farben, wie sich das Ganze im Raum Berlin-Brandenburg darstellt. Jede farbige Fläche steht für einen anderen Netzbetreiber. Man sieht also, alles in allem ist es eine wichtige und weit verteilte Infrastruktur und eine große Aufgabe, die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen. Kommen wir nun zu ganz konkreten Netzen, wie zum Beispiel hier in dieser Kleinstadt. An den Straßenzügen sieht man schon, wo Verteilnetze verlaufen können. Doch diese können ganz unterschiedliche Formen haben, wie wir gleich sehen. Netze generell können verschiedene Formen aufweisen, egal ob es sich nun um Gasnetze, Stromnetze, IT-Netze oder sonst dergleichen handelt. Die wohl einfachste Form ist das Strahlennetz. Hier gibt es von einem Netzursprung immer nur einen einzigen Weg zu jedem Netzendpunkt oder bei uns halt Gasverbraucher. Dies gilt auch bei den Verästelungsnetzen. Nur hier gibt es eine Hauptleitung, an dem die Äste verteilt sind, die dann die Gasverbraucher versorgen. Ein Ringrohrnetz hingegen bildet, wie der Name schon sagt, einen geschlossenen Ring. Bei vermaschten Netzen kommen dann noch mehr Verzweigungen und Ringe hinzu. Der wichtigste Unterschied ist die Gesamtleitungslänge und durch die Verzweigungen und Vermaschungen auch die Möglichkeit, bei einem Ausfall einer Leitung eine andere Route für die Versorgung eines Abnehmers zu nutzen. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der einzelnen Formen wider. Strahlenrohrnetze kosten nicht viel, da es eine kurze Gesamtrohrlänge hat. Deshalb kann man aber auch weniger Gas in den Rohren speichern und wenn mal was kaputt ist, gibt es auch gleich einen Versorgungsausfall. Bei den anderen Formen und Strukturen steigern sich dann die Leistungsreserven und die Versorgungssicherheit, aber dann eben auch die Kosten. Kommen wir nun zurück zu unserer Kleinstadt. Für eine Gasnetzmodellierung benötigt man natürlich ein Gasnetzmodell. Hier seht ihr das Netzmodell in Panda-Pipes. Links oben ist der Einspeisepunkt und der Anschluss an das externe Netz. Von da aus wird das Gas in die Haushalte verteilt. Was auffällt ist, dass das Gasnetz nicht immer alle Häuser in einer Siedlung oder einer Kleinstadt versorgt. Auf der rechten Seite hier sieht man nochmal farbkodiert die Abstände zu dem Gasnetz. Dies ist zum Beispiel wichtig, wenn man neue Gaskunden anschließen will. Je weiter weg, desto teurer ist der Anschluss. So, bevor wir jetzt aber zur Panda-Pipe-Simulation kommen, machen wir noch einen kleinen Ausflug in die physikalisch-technischen und wirtschaftlichen Grundlagen von Gasnetzen, damit wir am Ende auch wissen, was wir da eigentlich so simulieren. Starten wir mal mit den physikalischen Grundlagen, insbesondere der Physik von strömenden Gasen und Flüssigkeiten. Die Konzepte sind vielleicht vielen schon bekannt.
Aber eigentlich ist es ganz gut, sich das Ganze hier nochmal anzusehen und wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wenn ihr aber alles schon wisst, dann springt doch einfach in den nächsten Abschnitt. Starten wir gleich voll rein hier mit der Kontinuitätsgleichung. Lest euch mal die 3 Punkte hier durch und dann ist doch alles klar, oder? Nee, doch nicht? Okay, dann mache ich es euch etwas einfacher. Und wir fangen mal mit einem kleinen Bildchen an. Wir haben hier zunächst mal eine Stromröhre, die eventuell ihren Durchmesser ändern kann. Links ist sie kleineren und rechts hat sie einen größeren Durchmesser. Jetzt fließt ein Fluid von links nach rechts. Wir haben eine stationäre Strömung, das heißt, die Form der Strömung ändert sich nicht. Darin betrachten wir nun ein kleines Volumenelement. Das kann dann gedanklich durch die Röhre wandern. Das Volumen bleibt konstant, deswegen sehen wir hier, die Scheibe wird einmal schmaler auf der rechten Seite. Das Volumenelement hat auch außerdem eine Fläche A, eine Masse m und eine Länge L sowie eine Geschwindigkeit v. Die Größen können sich bei der Bewegung durch die Röhre ändern. Was wir noch betrachten, ist der Massenfluss oder der Massenstrom. Das ist die Masse des Elements hier pro Zeit, kurz m Dot. Einheit Kilogramm pro Sekunde. Bei einer stationären Strömung gilt Massenerhaltung. Es kommt keine Masse hinzu oder fließt hier aus dem System weg. Damit ist m Dot 1 gleich m Dot 2. Siehe Gleichung hier im Kasten. Die Dichte mal der Fläche mal der Geschwindigkeit bleibt gleich. Was, wenn ich euch nun sage, dass ihr das Phänomen kennt? Oder die meisten vielleicht von euch. Wer hat schon mal einen Wasserschlauch in der Hand gehabt und hat vorne mit seinen Fingern die Öffnung kleiner gemacht? Was passiert dann? Richtig, das Wasser spritzt viel schneller aus dem Schlauch raus als vorher. Warum? Weil das Wasser nahezu inkompressibel ist. Also ρ, die Dichte bleibt konstant. Dann haben wir nur noch A mal V gleich A mal V. Ändere ich also A auf eine kleinere Fläche, dann muss V, die Geschwindigkeit, automatisch größer werden. Et voilà, eine Wasserfontäne. Also, um eine Strömung ganz einfach zu beschreiben, haben wir eben folgende Annahmen angenommen. Erstens, die Strömung ist stationär. Zweitens, das Fluid ist inkompressibel. Und drittens, die Strömung ist reibungsfrei. Gelten diese 3 Vereinfachungen, können wir nun die Energiegleichung aufstellen. Es gibt 3 Energieterme, die hier wichtig sind. M mal G mal H, die Lageenergie, die aufgrund der Höhe der Gasleitung eine Rolle spielt. M mal P durch ρ, die Druckenergie und 1/2 mv², die kinetische Energie. Der Erhaltungssatz sagt nun, die Summe dieser Energien ist stets konstant. Aus der Energiegleichung können wir dann die Drücke ableiten, die hier wichtig sind, indem wir einmal durch die Masse m teilen und alles mit der Dichte ρ mal nehmen. Dann erhalten wir den Gesamtdruck, der sich unterteilt in den Schweredruck, den statischen Druck und den kinetischen Druck und ebenfalls konstant ist. Allerdings wäre das zu einfach, denn Gase sind gar nicht inkompressibel und wir müssen mindestens die ideale Gasgleichung beachten. Außerdem kann man in Gasnetzen auch nicht die Reibung vernachlässigen. Weder die innere Reibung, welches die Reibung der Gasmoleküle untereinander ist, noch die äußere Reibung, welches die Reibung des Gases an der Innenseite des Rohres darstellt. Doch zum Glück übernehmen die detaillierten, komplizierten Rechnungen der Strömungsmechanik von Gasen in Rohren die Software PandaPipes für uns. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Strömungen ist die Strömungsform. Hier gibt es laminare Strömungen, bei denen die Stromfäden parallel zur Strömungsrichtung verlaufen, und turbulente Strömungen. Die laminare Strömung wird ab einer kritischen Geschwindigkeit zu einer turbulenten. Das Ganze wird durch die Reynolds-Zahl beschrieben, die einen kritischen Wert von 2320 annimmt. Unterhalb dieses Wertes ist die Strömung laminar, oberhalb turbulent. Die Reynolds-Zahl wird auch automatisch in PandaPipes berechnet.
Wer Lust hat, kann ja mal dieses Beispiel hier durchrechnen und diese Aufgabe machen. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt doch einfach in die Kommentare. Für die Berechnung in PandaPipes müssen wir uns noch einmal kurz mit der Knoten- und der Maschenregel beschäftigen. Zunächst nochmal die Definition des Knotens. Die sieht man hier. An einem Knoten enden oder beginnen verschiedene Kanten. Und an diesem Knoten in PandaPipes betrachten wir den Fließdruck, zum Beispiel in Millibar, und den Volumenstrom bzw. den Massenstrom. Eine Kante ist die Verbindung von zwei Knoten. Die wichtigen Parameter in PandaPipes hier sind der Druckverlust, der Volumen bzw. der Massenstrom, aber dann eben auch die Länge der Kante und die Nennweite des Rohres, das in Gasnetzen die Kanten darstellt. Zuletzt betrachten wir nochmal die Eigenschaften einer Masche. Bei einer Masche verzweigt sich das Netz in mehrere Kanten und ganz wichtig, später werden die Kanten wieder zusammengeführt. Darauf aufbauend formulieren wir die Kirchhoffschen Gesetze. Zunächst die Knotenregel. In der betrachten wir den Massenfluss an einem Knoten N und den der angrenzenden Kanten B. Die Anzahl der angrenzenden Kanten ist groß N von B. Die Summe der Massenflüsse addieren sich dann aufgrund der Massenerhaltung zu 0. Auf der anderen Seite beschreibt die Maschenregel die Summe der Druckunterschiede aller Kanten in einer Masche, die sich dann auch zu 0 addieren muss. Die Gleichungen und die Erklärungen stammen aus dem PandaPipes Paper. Schaut doch hier einfach mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Da dies ja erstmal nur ein kleiner Einblick sein soll, springen wir jetzt mal weiter in ein paar technische Grundlagen der Gasnetzsimulation. Die eben gesehenen physikalischen Grundlagen beschreiben die Prozesse von auch häufig sehr idealisierten oder vereinfachten Phänomenen. Technische Grundlagen hingegen stammen von der Notwendigkeit der realen Umsetzung und täglichen Arbeit von und mit diesen Prozessen. Im Folgenden stelle ich euch kurz vor den Heizwert, den Brennwert und den Wobbe-Index. Kennt ihr das alle schon oder interessiert euch einfach nicht? Dann skippt diesen Teil. So, zunächst einmal Heizwert und Brennwert. Die Frage danach und wo der Unterschied ist übrigens eine typische Prüfungsfrage. In jedem Fall ist beides ein Maß für die erhaltene Energie in einem Gas, das bei der Verbrennung freigesetzt wird. Der Brennwert beschreibt allerdings die Wärmemenge einschließlich der Abgase. Die Energie im Abgas wird nicht immer genutzt und gilt häufig als Verlust. Aber zum Beispiel Gasbrennwertthermen nutzen die Wärme im Abgas zum Vorwärmen, sodass die Energie mit betrachtet werden kann. Da dies nicht immer der Fall ist, beinhaltet der Heizwert nur die Wärmeenergie der Verbrennung an sich. Damit ist der Heizwert stets kleiner als der Brennwert. Also merkt euch einfach fürs Erste, der Brennwert beinhaltet die gesamte Wärmeenergie einer Verbrennung samt Abgase, während der Heizwert nur die direkte Wärmeenergie aus der Verbrennung beschreibt. Ein anderer wichtiger technischer Wert ist der Wobbe-Index. Dieser ist benannt nach dem Gasingenieur Goffredo Wobbe, der den Index in 1927 entwickelt hat. Die Idee hierbei ist zum Beispiel, die Austauschbarkeit verschiedener Brenngase zu ermitteln. Dabei schaut man auch auf den Brennvorgang und die Düsenbelastung bzw. Düsenstrom bei den Endgeräten. Deshalb basiert der Wobbe-Index auch auf den Heiz- und/oder den Brennwert. Die Werte werden durch die Wurzel der normierten Dichte der Gase geteilt. Der so aus dem Brennwert entstandene Wobbe-Index heißt oberer Wobbe-Index mit dem Index S für Superior. Der aus dem Heizwert entstandene Wobbe-Index heißt unterer Wobbe-Index mit dem Index I für Inferior.
Hier sind ein paar Beispiele für Gase wie Propan, Methan, Erdgas und Wasserstoff. Man sieht hier auch deutlich, dass Wasserstoff und Erdgas weit auseinander liegen, sodass der Austausch der Gase hier ohne Austausch oder Anpassung der Endgeräte gar nicht möglich ist. Auch die Beimischung von Wasserstoff in das Erdgasnetz verändert den Wobbe-Index. Hier sieht man aufgetragen auf der y-Achse den Wobbe-Index und auf der x-Achse die beigemischte Prozentzahl von Wasserstoff. Man sieht also den Verlauf von 0% auf 50% Wasserstoffbeimischung in ein Erdgasgemisch. Man kann auch deutlich verstehen, dass deswegen zum Beispiel bei 20% Wasserstoffbeimischung die Abweichungen des Wobbe-Indexes zu groß werden und bestehende Infrastrukturen angepasst werden müssen. Weiterhin hat man in der Technik sich auf Symbole geeinigt, in der zum Beispiel Gasnetze beschrieben werden. Hier sieht man mal die Varianten, in der Netze in Panna-Pipes dargestellt sind. Da sieht man Senken und Quellen, aber auch Rohre und Verbindungen. Und dadurch kann man dann in den Netzen sehr leicht erkennen, was wie dargestellt ist. Passt aber auf, denn es ist nicht immer so und es sieht nicht immer gleich aus. Schaut euch zum Beispiel mal die Abbildungen aus der Plot-Funktion SimplePlot in Panna-Pipes an und vergleicht mal die Elemente. Dazu kommen wir aber später. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den Themen der Technik und nun nochmal 2 Infos zu den wirtschaftlichen Grundlagen. Da Panna-Pipes auch die Möglichkeit bietet, Kosten mit einzubinden, könnte es euch vielleicht interessieren, wie die Wirtschaft hier zumindest ganz grob funktioniert. Deshalb kommen wir nun zu den wirtschaftlichen Grundlagen. Wenn euch das wieder nicht interessiert, ihr wisst schon, einfach skippen. So, über den Gasmarkt möchte ich gar nicht so viel reden. Da gibt es auch andere Videos zu, die ihr euch anschauen könnt. Das hat auch mit Panna-Pipes nicht so viel zu tun. Aber es ist schon wichtig zu wissen, dass die Energienetze Monopole sind und dadurch die Stromnetze und Gasnetze reguliert werden. Wichtig auch, dass es bei Wärmenetzen nicht so ist. Wahrscheinlich nahezu allen sollte bekannt sein, dass seit 2005 die Entflechtung des Netzbetriebs und des Energievertriebs gilt. Seit 2007 gibt es für die Bewirtschaftung der Gas- und Stromnetze die Anreizregulierung. Hier werden Erlöse und Netzkosten entkoppelt, sodass die Kosten nicht die treibende Kraft für den Netzbetreiber sind, sondern die Erlösobergrenze zu unterbieten. Das kann man hier in der Abbildung auf der rechten Seite etwas genauer sehen. Die Anreizregulierung basiert auf sogenannten Regulierungsperioden von jeweils 5 Jahren. In einem bestimmten Jahr, dem sogenannten Fotojahr, wird nun die Erlösobergrenze mit einem komplexen Verfahren für jeden Netzbetreiber berechnet. Danach in der Zeit werden die tatsächlichen Kosten für Netzausbau und Netzerhalt berechnet. Unter anderem ist angestrebt, dass man unterhalb der Grenze bleibt, da so der Gewinn des Netzbetreibers gesteigert wird. Dieses Verfahren müssen alle Netzbetreiber mit mehr als 100.000 Kunden komplett durchführen und das wird dann von der Bundesnetzagentur überprüft. Netzbetreiber mit weniger als 100.000 Kunden geben ihre Berechnungen vereinfacht zur Prüfung an die Landesregulierungsbehörden. Kommen wir nun noch zu einer kleinen Übersicht der relevanten Kosten. Wie bei allen Unternehmen werden die Gesamtkosten in operative und Kapitalkosten eingeteilt oder auch in aufwandsgleiche Kosten und kalkulatorische Kosten. Der Netzbetreiber hat hier auch Material- und Personalkosten, aber auch Fremddienstleistungen und sonstige Kosten. Die Fremdkapitalkosten fallen auch in die aufwandsgleichen Kosten, während die Eigenkapitalkosten, die Gewerbesteuer und die Abschreibungen dann in die kalkulatorischen Kosten fallen. Das ergibt dann den regulatorischen Netzkosten und die kostenmindernden Erlöse, die Baukostenzuschüsse und weiteres umfassen. Diese ganze Liste braucht ihr nicht komplett zu verstehen und soll eigentlich nur auf den Umfang des Themas Netzwirtschaft aufzeigen. Dazu gibt es eigene Modelle und Berechnungsansätze, die wir nicht alle mit einem Tool wie Panna-Pipes abbilden können. Aber
Wir können sowohl die einzelnen Assets wie Rohre, Gastrokregelanlagen und so weiter, Beschaffungskosten, aber auch Betriebskosten zuordnen und so zumindest einen Teil der wirtschaftlichen Beschreibung des Netzes mit in unsere Berechnungen einbinden. Bei einer detaillierteren Betrachtung müssen wir uns immer mit sogenannten Modellketten oder Toolchains auseinandersetzen. Was mich auch gleich zum nächsten Thema bringt, den Modelllandschaften. Das Thema hier betitle ich mal mit Modelllandschaften. Ihr werdet sicher noch mehr Modelle und Simulationsumgebungen in eurem Leben begegnen. Und hier ist mal eine Möglichkeit, sich die Unterschiede und die Ähnlichkeiten klarzumachen. Schaut euch ruhig mal das an, dann wisst ihr, wie man PandaPipes einzuschätzen hat und wie es mit anderen Modellen zusammenhängt oder halt auch nicht. Dazu teile ich mal die Modelllandschaft in 4 Dimensionen ein. Es gibt Ort, Zeit, Technologie und Ökonomie. Modelle können nun örtlich gesehen von einzelnen Haushalten bis hin zu ganzen Kontinenten oder sogar die Welt modellieren. Zeitlich gesehen sind hier die Modellierungen von Subsekunden bis hin zu Jahrzehnten in Modellen möglich, wobei dann die Anwendungen von Betriebskonzepten bis hin zu ganz langfristigen Investitionsentscheidungen reichen. Die in den Modellen eingebundenen Technologien können auch extrem detailliert abgebildet sein, bis hin zu reinen Energiearten. Wenn man sich zum Beispiel ein Batteriemodell vorstellt, dann kann man einerseits auf Zellebene oder sogar auf Elektronenebene den Prozess modellieren oder einfach nur ein Containermodell bilden, in dem man eine gewisse Kapazität, also Speichergröße hat und vielleicht noch eine begrenzte Lade- und Entladeleistung mit einbindet. Die letzte Dimension hier bezieht sich wieder auf die Wirtschaft. Hier kommt natürlich einzelne betriebswirtschaftliche Aspekte von Firmen, aber auch einzelner Personen zum Tragen, genauso wie der Weltmarkt. Das kommt dann immer ganz darauf an, was man abbilden will und wie die Fragestellung ist. So, wenn ihr jetzt schon mal selber ein Modell erarbeitet habt, dann schaut doch mal, wo ihr das Modell einordnen würdet. Wir können uns jetzt hier mal die sogenannten Energiesystemoptimierungsmodelle anschauen. Die würden sich etwa hier in diesem grauen Bereich befinden. Sie umfassen ja eher Bundesländer oder Nationalstaaten, sie laufen über Monate oder Jahre und haben eine Auflösung von Viertelstunden oder einigen Stunden. Technologisch können sie schon sektorübergreifend arbeiten, aber eher grob. Ökonomisch beinhalten sie dann eher die Märkte in einem Land. Transport- und Fernleitungsnetzsimulationen liegen oft eher in diesen Bereichen hier. Sie beschreiben zum Beispiel das Netz maximal in einem Land. Sie nehmen die täglichen, aber auch die jährlichen Verläufe mit auf und sind häufig schon technologisch recht detailliert unterwegs. Und was aber bei vielen so ist, ist, dass sie eigentlich keinerlei wirtschaftliche Parameter beinhalten. Sie spezialisieren sich eher auf die technologische Dimension. PandaPipes und auch PandaPower hingegen sind hauptsächlich erstmal für die Verteilnetzsimulation entstanden, also Haushalte und Quartiere. Zeitlich ist es wieder eher eine minütliche Auflösung, kann aber auch 10 Minuten, Viertelstunde oder Stunde sein. Insgesamt modelliert man aber auch häufig ein ganzes Jahr. Technologisch kann es natürlich Strom, Wärme und Gas abbilden und ist damit in der Sektorenkopplung verortet. Als eines der wenigen technologisch recht detaillierten Tools versucht PandaPipes aber auch die Wirtschaftlichkeit mit abzubilden, zumindest indem es die Betriebskosten und Investitionen einzelner Netzassets mit einbinden kann. Zu allerletzt kommt noch der Aspekt der Toolchains. Das ist immer dann, wenn man mehrere Modelle hat und die in irgendeiner Weise gerne hintereinander ausführen möchte. Jedes Modell und jedes Tool hat nämlich ja so seinen Fokus, aber auch seine Lücken. Und um diese auszumerzen, greift man oft auf das Konzept der Toolchains oder auch der Modellketten zurück.
Hier sehen wir mal unterschiedliche Modellarten. Links oben in lila ein Marktmodell, dann rechts oben in rot eine Energiesystemoptimierung, zum Beispiel eine öffentliche Variante, hier ist Osmosis. Dann sehen wir ein technisch detailliertes Transportnetzmodell und ein technoökonomisches Modell wie PandaPipes. In der Mitte sehen wir noch ein sogenanntes Kapazitäts- oder Regionenmodell. Da wäre ein Beispiel Pipesa, wenn ihr das mal im Internet nachschauen wollt. Will man jetzt nun zwei Modelle koppeln, muss der Output des einen Modells zu einem nutzbaren Input des anderen Modells werden. Genauso wie in die Gegenrichtung ein Output zu einem nutzbaren Input entwickelt werden muss. Sowas muss dann für jede einzelne Kopplung passieren, die man in seiner Modell-Tool-Kette benötigt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, sich vorher genau die Anwendung zu überlegen und zu schauen, welche Modelle eigentlich miteinander gekoppelt werden müssen. Und dann entwickelt man in Projekten immer nur die notwendigen Schnittstellen. Diese Schnittstellen können dann ganz unterschiedlich realisiert werden. Man kann zum Beispiel ganz einfach Excel-Tabellen ausgeben und die dann per E-Mail an einen anderen Menschen schicken und diese dann wieder für sein eigenes Tool als Excel-File einlesen. Man kann natürlich das auch automatisieren und in Python eine Schnittstelle entwickeln. Was es auch gibt, ist sogenannte Schnittstellen-Tools, die nichts anderes tun, als Schnittstellen bereitzustellen, damit man dann komplizierte Toolchains und Modellkopplungen realisieren kann. So, jetzt seid ihr nun mittlerweile bereit für den praktischen Teil. Bevor es nun wirklich losgeht und ihr endlich Code eintippen könnt, wollte ich für die wirklichen Neulinge von euch nochmal ein paar super grundlegende Infos zu PandaPipes und Entwicklungsumgebungen erklären. Wenn ihr also Profis seid, eine Entwicklungsumgebung habt und auch wisst, wie man Environments anlegt, dann springt doch einfach gleich in ein Tutorial, wie zum Beispiel PandaPipes erste Schritte oder ein anderes der Videos und legt gleich los. Für alle diejenigen, die aber bisher nur in Jupyter Notebooks unterwegs waren, die können kurz nochmal bleiben, denn dann wäre das hier schon recht wichtig. Die Anfänger-PandaPipes-Tutorials sind ja in Jupyter Notebook. Wenn ihr dann aber mehr und auch nachhaltiger mit PandaPipes arbeiten wollt, solltet ihr euch mit der Wahl einer IDE beschäftigen. Hier gibt es eigentlich etwa 3 Favoriten von den Entwicklern. Aber schaut mal im Netz, da werden auch noch weitere IDEs genannt und beschrieben. Was ist denn jetzt eigentlich eine IDE? Eine IDE ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die einen Compiler und einen Debugger beinhaltet. Im Gegensatz zu einem Code-Editor, in dem man zwar coden kann, aber einen externen Compiler benötigt. Für PandaPipes kann man jetzt ein paar der beliebtesten Umgebungen nutzen. Zum Beispiel sind hier einige aufgeführt. Da ist zum Beispiel PyCharm. Bei PyCharm gibt es eine Umsonst-Variante, nämlich die Community oder die Educational Lizenz, aber man kann auch die professionelle Variante kaufen. Ein tolles Feature hier ist, dass es eine direkte Verbindung zu Git gibt, also einem Versionierungssystem, sodass ihr automatisch die Änderungen in verschiedenen Varianten eures Codes speichern könnt. Aber auch Visual Studio Code wird gern genutzt. Bitte nicht verwechseln mit Visual Studio. Jupyter Notebook hatten wir ja eben schon erwähnt und ist vielleicht auch schon bekannt. Ich nutze die eigentlich hauptsächlich für Tutorials, aber nicht zum richtigen Programmieren. Spyder hingegen ist so meine gängige Umgebung. Die ist vielleicht nicht die allerbeste, aber ich habe mich an sie gewöhnt und wir kommen irgendwie gut miteinander aus. Übrigens, sowohl Jupyter Notebook als auch Spyder sind in Anaconda enthalten. Deswegen habe ich auch gleich noch ein paar Anaconda-Beispiele für euch. Jetzt nochmal ein paar Begriffe, damit ihr auch wisst, was PandaPipes eigentlich ist. Also es gibt Skripte. Diese wurden durch Texteditoren geschrieben und in sogenannten Shells ausgeführt. Manchmal sagt man heute auch zu Skripten, wenn man Codestücke entwickelt, die man nur mal eben so runtergeschrieben hat.
Im Gegensatz dazu gibt es Module. Der wichtige Teil oder das wichtigste Merkmal davon ist eigentlich, dass man sie wiederverwenden kann. Also man kann sie auch in einem neuen Programm einbauen. Zum Beispiel, wenn ich eine Plot-Funktion schreibe, in denen ich zum Beispiel ganz aufwendig mit Matplotlib Graphen erstelle, dann kann ich die in meinem nächsten Code auch gleich nochmal benutzen und muss sie halt nicht nochmal neu schreiben. Dann gibt es noch das Package oder das Paket. Im Gegensatz zu den Modulen ist das ein Paket aus mehreren Modulen. Module sind dann auch zum Beispiel in Ordnern und Files sortiert. Das nächste wäre dann eine sogenannte Umgebung oder auch Environment. Diese besteht dann aus einem Python-Interpreter und einer beliebigen Anzahl von Packages. Ihr könnt mal eure Pakete und die Module darin anschauen. Hier im Beispiel kann man sogar die installierten Python-Module selbst in seiner Basisumgebung anschauen. Das kann man dann hier mit diesem Befehl machen, conda list, und dann schreibt man den Paketnamen. Das ist jetzt natürlich die Anwendung für Conda aus dem Anaconda-Paket, das ich eben erwähnt habe. Wenn ihr dann mit Python programmiert, ist es immer ratsam, sich eine Umgebung, also ein Environment zu schaffen. Dort installiert ihr dann alle Pakete, die ihr für euren derzeitigen Programm eigentlich so benötigt. So habe ich das hier zum Beispiel auch gemacht. Ich habe Anaconda runtergeladen und installiert. Dann habe ich das Anaconda Prompt geöffnet und mit Conda Create eine Umgebung erstellt. Da lege ich dann auch fest, welche Python-Version ich gerne installieren möchte. Für PandaPipes kann man auch noch auf die Python-Version 3.9 zurückgreifen. Als nächstes, wenn die Umgebung dann kreiert ist, muss man sie aktivieren. Das merkt man dann, wenn da vorne nicht mehr Base steht, sondern Pipes. Dann hat es geklappt. Und dann fangt ihr an, alle Pakete zu installieren. Zum Beispiel PandaPipes. Und dann, und das passiert nicht selten, merkt man, dass irgendein Paket sich nicht richtig installiert oder es Probleme gibt zwischen einigen Paketen, die man dann irgendwie lösen muss. Hier ist zum Beispiel das, was passiert ist, als ich im Januar 2024 versucht habe, PandaPipes mit dem pip-install-Command zu installieren. Das ging dann nicht. Aber das wird jetzt wieder ausgebessert und wahrscheinlich klappt das jetzt bereits schon wieder. Probiert es doch mal aus. Wenn das so nicht klappt, kann man immer noch probieren, PandaPipes ohne pip zu installieren. Wie das dann geht, könnt ihr auf der PandaPipes Homepage anschauen, unter Without pip. Das hat bei mir jetzt ganz super geklappt. So, und wenn das dann alles läuft und ihr alles installiert habt, dann könnt ihr endlich anfangen, zum Beispiel mal das Minimalbeispiel von PandaPipes auszuprobieren. Das werde ich euch hier jetzt nicht nochmal zeigen. Ihr könnt das hier auf meinem Channel in dem Los geht's Video ausführlich ansehen und nachbauen. Wenn ihr das dann nicht in dem Python Jupyter Notebook machen wollt, sondern das in einer IDE gemacht habt, dann sieht das bei mir zum Beispiel ungefähr so aus. Einschließlich des Plottings, das ich noch dazu gefügt habe mit SimplePlot, kann man dann sehen, dass es geklappt hat. Hier rechts oben ist der Plot von meinem Minimalbeispiel-Grid, links seht ihr den Code dafür und rechts unten die Ausgabe und die Werte für die einzelnen Panda Data Frames. So, die beiden Anwendungsfälle, die ich am Anfang dieser Vorlesung erwähnt habe, zur Zeitreihensimulation und der Topologieanalyse, findet ihr dann demnächst in Einzelvideos. Ansonsten war es das für heute mit diesem Video und von den integrierten Energieinfrastrukturen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt es doch in die Kommentare.